So, endlich habe ich es geschafft, bin hier beim Danie Steytler, dem Mr. Chenin Blanc. Du bist der Mr. Chenin Blanc, weißt du das? Nein. Du weißt das, ja. I'm just a normal farmer. Nein, er ist ein berühmter, er ist eigentlich der Mr. Chenin Blanc, sagen sie. Ich habe mir jetzt den Wein abgeholt von der Auktion. I think it was on... Yeah, it's about 2 years ago. 2 years ago, yeah. Yeah. So this is a Danie Steytler 2015er Vintage Kaapzicht. It's a Chenin Blanc. Chenin Blanc, yeah. Yeah. And More the rich and ripe style. the rich and ripe style, for the rich and famous. So, naja, ich habe jetzt erst abgeholt, haben vor 2 Jahren ersteigert, aber ich glaube bei ihm ist er besser. So at least, you know, if I would have taken him 2 years ago, maybe it was already gone. Yeah. Yeah, well, it is sold out. We were quite worried that we had some, that we still had it, but I see Is it's it? even got your name on it. Ja, my name is on. Yeah, So they had a nice system that ja. Dani, sonst geht's dir gut. Yeah, much good. Very Ja, good. alles. Ja. Yeah, I no. heard you plan about more holidays on the Orange River. Yeah, I'm officially retired now, I know. and but I don't see the difference really. No, because you still have to work a lot. Yeah, but it's nice. I enjoy that. Er arbeitet immer noch viel und im nächsten Newsletter, ich werde mich jetzt ein bisschen mit ihm unterhalten und im nächsten Newsletter kommt dann mehr über Dani, was er so gemacht hat und so weiter. Und jetzt, ich möchte vielleicht noch, I just want to take maybe some, not this from the auction, just for the normal people, some Chenin Blanc, maybe I want to take one. No, we Can we go there? We can go there. Gehen wir mal runter, ich möchte ein bisschen einen normalen, weil der hat ja Vermögen gekostet. Vielleicht einen für tagsüber, einen normalen. Okay. Right. And it's right, you're very busy because it's harvest. That is harvest time, Es yeah. geht gerade zu, weil es ist gerade Ernte und überall sind sie am Abladen und am Machen. Aber das ist keine so schickimicki, wo alle schön essen, sondern this is a hard-working farm with excellent wine. Working And- farm, yeah. Yeah, and all your prices what you got, huh? You mustn't be like proud like this. That's only blessings, yeah. Solly, also er freut sich über die ganzen Auszeichnungen. So, jetzt gehen wir kurz runter und probieren noch einen Wein. Okay, tschüss. One, two. Tschüss. So, jetzt geht schon. Jetzt zum Finale bietet der Dani uns noch einen Brandy an. You call it brandy here. It can't be You call cognac. it pot still brandy. Pot still. Postel. Pot still is a copper pot, and we do a double distill. We make a rebate wine with Colombar grapes. That's a wine without sulfur because you concentrate everything with the still. Then we put it through the still, throw out the heads and the tails, and we keep the hearts. That's a middle distill. Then we do a second distill, throwing out the heads and the tails, keeping the hearts. Then you add 68% alcohol. Then I use my old red wine barrels, which I've skimmed out. We put it in the brandy in there, and it's there for 15 years. And then after 15 years, you've got less than half a barrel. Every year it gets a bit darker in color. Ehrlich. And then I break the alcohol down with deionized water. That is sterile water I put through a resin filter that takes the electrical charge out. So you only dilute it, and we bring the 68% down to 38%. Brandy in South Africa is 43%. So you add your water or your ginger ale or Coke, but cognac or pot still brandy is 38% alcohol. So this is 38%. That you take neat This is the and Kaapzicht brandy. Or no, you can't call it cognac. You call it brandy. we call it Kaapzicht pot still brandy. Pot still brandy. Pot still brandy. Also das muss ich jetzt einmal. And this bottle I import from France, through Saber Glass, and then we have it filtered. 15 Jahre im Fass drin, Jahre in Eigenfässer. And how many you produce a year? Not so many. It's about 33 ton of grapes, makes 10 barrels. Also 33 Tonnen Trauben machen 10 Fass. And I sell 1 barrel and 9 barrels accumulating. So I've got a whole warehouse of brandy. Ich kann dir dazu, wie man es zu sagen, wie man irgendwie Brandy verkaufen. Okay. So, danke. This is for my cameraman. Yeah. And I just should taste, it tastes delicious. I think I'm going to take one of this as well. So, und danke, das war's hier aus dem Kaapzicht Estate mit Danie Steytler. Ich bin glücklich, dass er uns alles erklärt hat. Ich kann nicht alles übersetzen, weil sonst wird der Film noch lange dauern. This is a French. 20 years old. Yeah. Yeah. Yeah, it's an old machine. I got this as a bargain.
So, also nachdem ich vorne diese riesigen Tanks gesehen habe, mit den 20.000 Liter Tanks, habe ich gesagt, wo kommt denn der Wein einfach hin? Ja, der Wein kommt in Fässer, in Holzfässer. Ja. Dann habe ich gesagt, wie viele Fässer hast du denn hier auf der Farm? Dann hat er mir gesagt, ungefähr 1700 Fässer. Das muss ich mir vorstellen, da nicht mehr. 1700 Fässer, das sind hier diese Barrels, die are from France oder was? All French oak. France. Und ein Fass kostet 950 Euro. 920. Ja, 920 Euro. Also 920 Euro kostet nur ein leeres Fass, ohne Wein. But that is what makes wine expensive. More new wood, the more expensive the wine is. Das macht den Wein teurer, weil das Holz von den Fässern, musst du dir mal vorstellen, 950 Euro nur das Fass und dann den Wein und ich habe auch gehört, dass die Flaschen für seinen Topwein, für den Blendwein, die Flaschen sind aus Frankreich, da kostet die Flasche 65 Rand plus der Korken, der spezielle Korken nur mit 15 Rand, 55, das sind 80 Rand, das sind ungefähr 7 Euro nur für die Flasche und für den Korken und deswegen auch die Preise. And that's 100% new oak, so 80 Rand is just for me to get my barrels money back again. Ja, also 80 Rand eine Flasche. Das sind alles neue Fässer und 80 Rand alleine, wenn er den Wein verkauft, geht nur dafür, dass er die Flasche und den Korken zahlt. Also das ist schon gigantisch. 1700 Fässer auf der Farm. Gut. They're bigger barrels. But these barrels for the Steytler, only the 1 year. 1 year. And then I'm handed over to the Kaapzicht range. And as it gets older, I use 4 fills. And every fill is 2 years. So I keep a barrel for 8 years. And then I throw it out and I get 200 Rand for furniture. You need every time new. Every year I must buy 150 barrels about. Okay. We've got Chenin Blanc fermenting here in the barrel, and you could see on top it's bubbling away, so when there's no noise in the cellar, it's like music in here, with it all bubbling away. These are quite actively fermenting, the others have stopped fermenting already. Yeah, this is the old part of the cellar. Smaller tanks. Also Danie hat mir jetzt erklärt, um auch billigen Wein zu machen, gibt es die Abfüllung in Plastiktanks. Die kommen aus Australien. Und wir wollen euch jetzt mal erklären, Plastic breathes like a barrel. ja, dieses Plastik atmet auch wie eine Flasche. Aber es ist natürlich kein Eichenfass und man muss einmal die Preisunterschiede kennen, warum ein guter Wein einfach teurer sein muss. Und jetzt zeige ich euch den zweiten Trick, wie es weitergeht. Weiter. Der ganze Trick bei der Sache ist dann der, dass sie hier, das kommt aus Australien, Produce of Australia Oak Chunks. Das sind Holzschnitzel aus dem Eichenholz. Das heißt, der macht den billigen Wein in Plastiktanks. Und damit er den Geschmack kriegt, wie wenn es mit Eichenholz wäre, aus Eichenholzfässern, kommen hier die aus Australien so Oak-Schnitzel, wie Hackschnitzel vom Oak rein. Das heißt, der Wein reift nicht in einem 950 Euro Holzfass, sondern der reift in einem Plastiktank und dazu kommen Holzschnitzel rein von Oak, dass das so schmeckt auch. Darum ist ein Grund, warum gibt es einen billigen Wein und warum gibt es einen teuren Wein. Also, kann jeder entscheiden, was er trinkt. Plastiktank, Eichenschnitzel drin, schmeckt gut oder wirklich in Eichenfässer. Darum muss einem bewusst sein, produktbezogen. Das ist wie mit dem Fleisch, das ist mit den allen. Qualität kostet einfach mehr. Danke, Dani. Er hat uns das erklärt. Er hat uns gesagt, welche Tricks das hier sind.